Mapo Tofu gehört in aller Hinsichten zu den beliebtesten chinesischen Essen Top 10 in Deutschland. Das bestelle ich auch gern im Restaurant. Es schmeckt gut nach frischen Chilis. Aber es ist nicht so authentisch wie aus der Sichuan-Küche. Dann zeige ich mal, wie man es zu Hause kocht. Frischen Tofu hole ich bei Asialaden. Als allererstes rösten wir den Sichuan-Pfeffer. Bei kleiner Hitze langsam rösten, bis sich das Aroma entfaltet. Die Pfefferkörner fein zerbröseln. Durchsieben. Chiliflocken kurz rösten. Lauchzwiebel in Scheiben schneiden. Ingwer fein hacken. Knoblauch auch fein hacken. Fermentierte schwarze Bohnen grob hacken. Tofu in 2 cm große Würfel schneiden. Rind-Minutensteak in kleine Würfel schneiden. Hier kann man auch Rindhackfleisch verwenden. –15 Gramm Speisestärke und 80 Milliliter Wasser gut vermengen. Tofu in Salzwasser kurz blanchieren. Wenig Öl in die heiße Pfanne. Rindfleisch anbraten. Pichen, Chilipasta und schwarze Bohnen dazugeben. Lauchzwiebel, Ingwer und Knoblauch auch dazu. Tofu in die Pfanne geben, gut rühren. Wenig Sichuan-Pfeffer und Chiliflocken auch in die Pfanne. Ein Schuss Reiswein, ein Esslöffel helle Sojasauce, 300 Milliliter Wasser hinzufügen. Köcheln lassen. Ein Teelöffel Zucker dazugeben. Stärke-Wassermischung 3-mal hintereinander unterrühren, bis die Soße angedickt ist.
An dieser Stelle ist Mapo-Tofu schon fertig. Ganz authentisch noch mit Sichuanpfeffer und Chiliflocken nach Bedarf bestreuen. Wer keine Schärfe mag, kann es einfach weglassen.